Hallo Schachstreber. Heute werden wir lernen der Quadratregel. Der Quadratregel ist ein mathematisches Quadrat, das heißt, wir werden einfach schauen, also wo der Bauer eigentlich landen will, auf das Feld B8 in dem konkreten Fall. Und wir werden einfach die Ecken sozusagen von dem Quadrat finden und zusammenbinden. Wenn wir dieses mathematische Quadrat visualisiert haben, dann können wir schauen, ob der gegnerische König im Quadrat steht oder kann der König ins Quadrat kommen. Das heißt, in dem konkreten Fall, wenn Schwarz am Zug ist, wenn Schwarz ins Quadrat kommt, das heißt, er spielt König F7, das Quadrat wird dann kleiner. Wir spielen B5, der König kommt schon wieder ins Quadrat, B6, der König kommt schon wieder ins Quadrat und dann letztendlich, wir haben ein ganz kleines Quadrat und dann letztendlich kann der schwarze König den Bauern aufhalten. Das heißt nach B8, Schwarz schlägt und die Stellung ist Remis. Wenn aber Weiß am Zug wäre, Weiß hätte den Zug B5 gespielt und dann das Quadrat hätte sich da befindet und der schwarze König könnte nie ins Quadrat kommen. Das heißt, nach König F7, B6, wie wir sehen, also es fehlt ihm nur noch ein Zug, um das Ziel zu erreichen, aber ja, das schafft er nicht. Das heißt, letztendlich können wir uns die Dame holen. Schauen wir uns jetzt dieses Beispiel an. Also, wie wir schon wissen, also wir haben immer uns angeschaut, oder unser Anfangspunkt war das Feld, wo der Bauer sich befindet. Und dann haben wir Endpunkt geschaut, also das heißt in dem Fall das Feld A8 und auf diese Weise, wir könnten auch eine Diagonale da ziehen und dann bekommen wir die Ecken von dem Quadrat. Aber in dem Fall wäre das falsch. Warum ist das falsch? Weil der weiße Bauer kann von Anfang an zwei Felder nach vorne ziehen. Das heißt, wir werden nicht so das Quadrat berechnen, sondern wir beginnen schon mit dem Feld A3. Das heißt, das Quadrat wäre hier. Wenn der Weiß am Zug ist und spielt A4, dann sehen wir, dass der schwarze König nicht ins Quadrat kommen kann. König F7, A5, König E7, A6, König D7, A7, König C7 und dann A8. Dame, Weiß gewinnt. Wenn aber Schwarz am Zug wäre, könnte der schwarze König den weißen Bauern aufhalten, weil er mit einem Zug ins Quadrat kommt. Das heißt König F7, Bauer A4 und wie wir sehen jetzt, das Quadrat befindet sich hier. König E7, E8 oder E6, ganz egal. A5, König D7, A6, König C7, A7, König B7, A8 und dann letztendlich König schlägt auf A8. Was wollte ich noch sagen? Also es ist ziemlich egal, welche Route nimmt der schwarze König. Also schwarze König kann auch so gehen und dann auf A8 landen. Hauptsache, das Ziel muss man erreichen. Das Ziel in dem Fall wäre das Feld A8. Danke fürs Zuschauen.